Diese Woche ein bisschen anderes Video als das, was ihr vielleicht aus den letzten Wochen kennt. Wir sind nämlich in München hier. Wir waren eingeladen mit Blackboard beim OpenAI Exec Summit, dem ersten, den es in Deutschland gab. Und ich kann zwar nicht alle Details teilen, die es da gab, die sind confidential, aber ich möchte euch aus München hier ein paar sehr konkrete Sachen teilen, die die Arbeit mit KI verändern werden in Zukunft. Und ich habe ein ganz spezifisches Thema. Das habe ich jetzt aus den letzten 20 Jahren immer wieder erlebt. Eine Idee, die man verstanden haben muss, was gerade passiert, die euch nach vorne katapultiert, wenn es um das Thema geht, wie setze ich denn diese neue Technologie eigentlich ein. Und diese eine Idee steht im Kern von allem. Also hier aus München diese Woche, Supercharged Sunday. Wir haben mit meinem Unternehmen, mit Blackboard, immer sehr früh darauf geachtet, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die eine neue Technologie nicht einfach nur oben draufsetzen und sagen, jetzt haben wir das auch, sondern die in ihrer DNA diese Technologie haben. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Für mich hat OpenAI, und das hat sich für mich auch am Montag nochmal gezeigt, als wir dort beim Summit waren, KI in der Unternehmens-DNA. Das heißt, es wird alles um das Thema herum gebaut und nicht, hey, wir haben hier eine tolle Anwendung, die heißt PowerPoint oder Excel und jetzt bauen wir noch KI oben drauf und versuchen das jetzt darüber zu optimieren. Und das ist auch dasselbe, was ihr euch im Unternehmen vorstellen könnt. Das heißt, wenn ihr sagt, wir haben hier ein tolles Unternehmen und Prozess und wir packen KI oben drauf, ist das was anderes, als wenn ihr sagt, wir haben verstanden, dass es sich hier um einen wirklich elementaren Change handelt und wir bauen KI in die DNA ein und von dort aus lassen wir Dinge auch neu entstehen. Und ich mache das ja nicht seit gestern, ich mache das persönlich seit fast 20 Jahren, bin auch mal wieder schockiert, wie lange das schon ist, und habe erlebt, wie das zum Beispiel auch passiert ist gehen wir mal zurück zum Cloud-Thema, Google und Microsoft. Als das Thema Cloud und kollaboratives Arbeiten hochkam, hat Google in der DNA Cloud gehabt. Das heißt, alles war per se in der Cloud und die Dinge drumherum gebaut. Deswegen war es für mich immer die deutlich schnellere und bessere Anwendung. Natürlich sind sehr viele Menschen an Microsoft gewöhnt und wir sind auch mittlerweile Microsoft-Partner und nutzen das auch, ist keine Frage. Aber Microsoft hat es deutlich schwieriger, Cloud obendrauf auf die Anwendung zu bringen, die schon Bestand hatten. Ein anderes Beispiel kann ich euch geben. Nokia und iPhone. Das ist super anfassbar, das Beispiel. Das alte Betriebssystem bei Nokia bestand ja, Snake und Co. Und Nokia hat festgestellt, wir müssen ein Smartphone-Betriebssystem auf unsere Oberfläche bringen. Das heißt, sie haben bestehende Sachen oben drauf gesetzt. Dann kam aber das iPhone, das diesen Markt komplett aufgeräumt hat. Warum? Weil dieses Telefon und das Betriebssystem in der DNA drin hatte, dass alles drumherum designt und aufgebaut wird. Wenn wir noch weiter zurückgehen, gibt es etliche andere Beispiele, wo ihr das auch immer wieder mit sehen und erleben könnt. Salesforce war so ein frühes Beispiel. Warum ist WhatsApp besser als SMS? Also es gibt ganz viele Dinge, die verstanden haben vom Produktdesign. Tech in der DNA ist eine andere Umgangsweise als ich pack's oben drauf. Ich sage immer, wenn ihr auf der Seite der Idee steht, und das meine ich genau damit, das heißt, ihr steht auf der Seite einer Anwendung, von der ihr verstanden habt, die macht hier was anders als andere und ihr guckt auf diese kleinen Details, auf diese kleinen Nuancen, dann seid ihr immer auf der Seite derjenigen, die deutlich schneller lernen als andere. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt. Das ist bei KI meinem Empfinden nach deutlich wichtiger als bei anderen Technologien. Denn die Schere, und dazu gibt es mittlerweile Studien, zwischen den Menschen, die es nicht benutzen oder nicht können und denen, die es benutzen, die nimmt dramatisch an Geschwindigkeit auf, wie sie auseinanderdriftet. Das war bei anderen Anwendungen nicht der Fall. Es hat eine Weile gedauert, bis Smartphones verbreitet waren. Es brauchte einen Katalysator wie die Corona-Pandemie, bis alle eben Videokonferenzen verwendet haben und so weiter. In diesem Fall hier beschleunigt sich das ganze Thema enorm. Und wenn ihr auf der Seite derjenigen seid mit den Ideen, die sagen, cool, okay, ich gucke mir die Anwendung an, die im Kern, im Ursprung dieser Anwendung KI drin haben, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Also löst euch davon, ich habe hier meine Anwendung und ich muss jetzt irgendwie ein bisschen KI oben drauf bringen. Das ist der falsche Weg. Das ist die Seite der Idee, die ich meine. Ich will noch einmal klar betonen, warum mir das Thema so wichtig ist. Die Anfangszeit, wenn eine Technologie neu reinkommt, ist die einzige Chance, in der man sich quasi seine neue Position erarbeiten kann. Und wir tendieren dazu, gerade in Deutschland zu sagen, das ist alles gefährlich, wir warten ab und wir schauen mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da wenig Chancen zu, das zu tun, weil wir werden nicht die neuen Large Language Models hierzulande entwickeln, wir werden nicht die nächste KI-Firma, die jetzt so fundamental eingreift, auf den Boden stampfen, dafür braucht man zu viel Geld, zu viele Ressourcen und so weiter. Die Stärke, die wir haben, ist und sollte sein, wie schnell kann ich etwas adaptieren und verstehen, warum es etwas verändert. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Salesforce vor über 20 Jahren, 2003, war wirklich,
dass ich versucht hatte zu erklären damals, warum die Arbeit in der Cloud hilfreich ist für Kollaboration. Und es war so schwer, das Menschen nahezubringen. Wir reden jetzt von 2002, 2003. Also bei mir wurde Fieber gemessen, wenn ich erzählt habe, ich speichere Daten in Salesforce. Haben die Leute gesagt, im Internet bist du verrückt? Slack ist ein anderes Beispiel. Transparente Kommunikation im Unternehmen über Slack. Ein Riesenunterschied zu E-Mail und geschlossenen Gruppen. Für mich war super klar, dass das der Weg nach vorne ist, um Zeit zu sparen, um schneller zu arbeiten, um Menschen zusammenzubringen. Und was übersehen wird, ist, dass es dafür diese Verhaltensänderungen braucht. Und für die sind wir alle individuell mitverantwortlich. Das kann natürlich jetzt jemand, weiß ich nicht, wir begleiten solche Sachen bei Blackboard, aber nicht jedes Unternehmen holt sich jetzt jemand, der das tut. Das heißt, je mehr Menschen verstanden haben, dass das im Kern darum geht, die eigene Haltung dazu zu ändern und zu verstehen, okay, ich gucke von einer anderen Seite drauf, nämlich von der Seite der Idee und nicht von der Seite der großen Sorgen und wie kann ich meine Sachen, die ich immer schon gemacht habe, anders machen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und ich halte das für eine Riesenstärke, die wir entwickeln können, gerade in der jetzigen Zeit. Was immer wieder eine große Hilfe ist, und da frage ich euch natürlich auch mal regelmäßig nach Hilfe, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, sofern euch das Ganze hier geholfen hat, oder ihr das auch weiterempfehlt, denn wir machen es mit großer Leidenschaft und freuen uns aber auch besonders dann, wenn viel diskutiert wird, viel geteilt wird. Insofern danke für ein Abo und jetzt geht's weiter mit dem Video. Der zweite Grund, warum ich diese Woche in München bin, ist, ich bin eingeladen zum KI-Summit vom Handelsblatt und das ist eine Veranstaltung, die halte ich für sehr wichtig und habe mich wahnsinnig gefreut. Die haben mich im Newsletter zweimal gefeatured und mich eben auch jetzt hier mit eingeladen, denn das Handelsblatt bringt verschiedenste Perspektiven zusammen, Technologie, aber auch Wirtschaft, um genau diese Brücke zu schlagen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich los. Ein Stück weit machen wir jetzt hier die alten Vlog-Formate, die mir sehr gefehlt haben. Das heißt, ihr kriegt hier einen Eindruck, was wir hier vor Ort machen. Und ich würde am Ende nochmal teilen, was waren so meine Eindrücke aus den Diskussionen, aus dem Panel und damit auch so 2, 3 Erkenntnisse noch mit reingeben, die euch vielleicht heute an diesem Sonntag oder noch mehr das Video schaut, helfen. Oh, das fühlt sich an wie in alten Zeiten. Für künstliche Intelligenz geht's hier lang. Ja, also wie schon vermutet, und das war jetzt auch das Thema des Tages, gleich der erste Einstieg und auch der Haupttenor, es liegt halt nicht an der Technologie. Es liegt halt nicht daran, dass ich irgendwas Tolles ausrolle. Es liegt daran, wie gehen wir mit den Daten um? Wer sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Technologie implementiert wird? Und das ist immer wieder dasselbe Thema. Und das ist das, was ich meinte mit, es geht darum zu verstehen, wenn eine Technologie etwas in der DNA hat, was alles andere verändert. Wenn ich mich da nicht bewege, brauche ich mich nicht wundern, wenn es nicht passiert. Also das war der beste Teil, den ich in sehr langer Zeit so öffentlich gehört habe, zu sagen, wir brauchen diese Technologie mit dem Aufruf ganz klar. Und ich sage es natürlich bewusst schwarz und weiß, weil ich erlebe das eben. Und wir sagen auch immer, es muss eben auch erklärt werden, was damit passiert. Die meisten Menschen verstehen es gar nicht, was damit im Kern passiert oder warum braucht man so riesen Rechenzentren, um das zu trainieren. Wenn man es einmal verstanden hat, dann wächst ja auch das Vertrauen. Und dass wir jetzt nicht sorglos damit umgehen, ist völlig klar. Ich sage es nur, es wird manchmal genutzt als Grund, sich nicht umzustellen. Das ist eher das Problem. Es wird vorgeschützt. Wir müssen. Es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und das ist eigentlich der Impuls, nach vorne zu gehen, zu sagen, okay, wir haben eine Aufgabe, dann macht es bitte möglich. Und wir haben ja genug Beispiele heute Nachmittag gesehen, die zeigen, dass das geht. Und ich hatte euch noch versprochen, es gibt 2 Eindrücke vom OpenAI Exec Summit, die ich auch teilen kann. Ich habe das schon in meinem Video zum Thema AI Agents erwähnt und OpenAI hat das mittlerweile auch bestätigt. Nächstes Jahr wird das Jahr der AI Agents. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit KI arbeiten, wird sich dahingehend verändern, dass wir mehr und mehr kleinere Schritte und kleinere eigenständig arbeitende KIs bekommen, die sich miteinander austauschen können. Wenn ein solcher Player, ein so großer Player wie OpenAI, die halt wirklich alle mit nach vorne treiben, auf so etwas umswitcht, bedeutet das, alle anderen werden auch bei dem Thema mitziehen. Es lohnt sich also, sich damit im Detail auseinanderzusetzen. Und das zweite Thema, was ich sehr bemerkenswert fand, und das wurde jetzt gerade letzte Woche announced und wir haben es eben unten in der Lobby bei 2 von uns im Team getestet. Ich selber habe es noch nicht freigeschaltet bekommen, habe es aber schon in der Anwendung gesehen. Mit der App nativ auf dem Rechner habt ihr die Möglichkeit, künftig auch nativ auf andere Applikationen zuzugreifen. Und das unterstreicht die These, die wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Ein Large Language Model wie ChatGPT wird mehr und mehr zum Betriebssystem. Und das meine ich eben auch mit KI in der DNA. Was heißt das ganz konkret, wenn ihr jetzt vom Rechner sitzt und sagt, was hat sich jetzt verändert?
Also ihr öffnet ChatGPT nativ als App auf dem Rechner und dann erscheint ein kleines Fenster unten in der Ecke. Neben dem Dateihochladen oder zwischen dem Dateihochladen und der Internetsuche und der Modellauswahl könnt ihr dann plötzlich sagen, fass mir mal den Text zusammen, der gerade in meinem Texteditor geöffnet ist. Oder in meinem Terminal steht ein Code und ich möchte damit arbeiten. Jetzt gerade, wenn ich sage, fass mir mal das zusammen, was in meinem Texteditor steht, kann man auch sagen, ja, ich kann es ja rüber kopieren und fertig, nicht spannend. Was der Gedanke aber dahinter ist, dass die KI-Anwendung im Kern, in der DNA auf eure Anwendung am Rechner zugreift. Das heißt, es wird mehr und mehr zum Operating System, mit dem ihr dann den ganzen Tag arbeitet. Das ist der Riesenunterschied. Und dass das jetzt natürlich noch nicht wow und top-notch alles perfekt funktioniert, ist für mich völlig klar. Aber ihr könnt dann eben sagen, ich habe mein E-Mail-Fenster gerade geöffnet, kannst du dir bitte mal diese E-Mail durchlesen und einmal nochmal überarbeiten. Und die E-Mail wird sich dann auch künftig entsprechend ändern, anpassen und so weiter. Und das Ganze muss ich nicht über externe Plugins machen und darauf zugreifen, sondern nativ auf dem Rechner in der Anwendung. Das ist wirklich krass. So, und bei aller Kritik, die jetzt wahrscheinlich wieder viele haben zum Thema Datenschutz und so weiter, mir geht es heute hier in dem Video nicht darum, das aufzumachen. Dazu haben wir andere Videos schon gemacht und natürlich müsst ihr darauf achten und auf die Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Mir geht es heute darum zu verstehen, dass das eine andere Art ist, mit der ich arbeite. Und wenn ich auf der Seite bin, verstehe ich gerade, in welcher Geschwindigkeit sich das entwickelt. Aber für mich ist das ein unfassbar wichtiger Punkt, den, wenn wir ihn verstanden haben, nachvollziehen sollten, warum wir das tun, was wir gerade tun. Jetzt hoffe ich, dass euch, die Videos noch nicht so lange verfolgen, auch dieses Format gut gefallen hat. Das haben wir in der Vergangenheit deutlich öfters gemacht und ihr könnt mir gerne sagen, ob wir das wieder mehr teilen sollen. Wir betreiben natürlich echt einen Aufwand, dann hier alle herzureisen, anstatt dass nur ich hinfahre und sowas sieht man normalerweise bei mir nur auf Instagram. Insofern lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, weiterempfehlt. Ihr könnt es auch gerne im Unternehmen teilen als Schulungsvideos, wird häufig gemacht tatsächlich. Und dann nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr am Sonntag nächste Woche auch wieder benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video gibt.